und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch gerne aufs Wakeboard mitnehmen. Ich habe die Kamera so geführt, dass ihr meine Perspektive seht an diesem herrlichen Sommertag auf dem Thunersee. Starten wir mal. Der Thunersee ist eine ganz charmante Feriendestination. 17,5 Kilometer lang, 3,5 Kilometer breit, 217 Meter tief, umgeben von 2000er Bergen. Schöne Bedingungen im Sommer haben wir häufig morgens zwischen 8 und 11 Uhr. Der Nachmittag gehört den Seglern, häufig kommt dann thermischer Wind auf, 3 bis 5 Hoch vielleicht. Berauschend warm wird der See eigentlich nie. Zwischen Juni und August knacken wir manchmal 20 Grad Wassertemperatur. Morgens 10 und abends 10. Dafür schlagen wir uns aber auch nicht mit Algen rum. Meistens sind wir im Schwarzkittel unterwegs, dann ist das egal mit der Wassertemperatur. Was ich wirklich einzigartig finde, im April bin ich am Morgen mal auf dem Schildhorn auf der Skipiste gewesen und am Nachmittag auf dem See. Das hat Charme gehabt. Mein persönlicher Kälterekord waren 7,5 Grad Wassertemperatur. Ich wollte wieder raus und hätte fast angefangen zu diskutieren. Mein Freund sagte dann, eigentlich hast du das Schlimmste hinter dir. Und dann haben wir das Seil gespannt und sind gestartet. Als ich den Griff dann losgelassen habe, war ich allerdings froh, als sie mich wieder eingesammelt haben. Sehr gerne mag ich auch das saubere und klare Wasser. Im Bildhintergrund sehen wir Eiger, Mönch und Jungfrau. Das sind unsere 4000er. Rechts im Bild sehen wir das Niederhorn. Dort führt eine Bahn hinauf und man kann mit dem Trottinett herunterfahren. Auch dort in der Bucht sind die Beatushöhlen. Kann man mit dem Bus oder dem Kursschiff hinfahren und besichtigen. Oder man genießt die herrlichen Bedingungen, so wie ich hier. Bis die Muskulatur eigentlich schon müde ist, man den Sprung besser eigentlich gelassen hätte und sich die Spitze vom Board in die Welle steckt. Bis zum nächsten Mal.